Hallo René hier, willkommen im Club der Suchenden, der in der letzten Folge doch wieder auf 900 Interessierte angewachsen ist. Vielen Dank für alle positiven Kommentare zu meinen Vorschlägen. Ich hoffe, dass auch heute wieder ein paar Fundstücke für Sie mit dabei sind, auch wenn es diesmal in völlig andere Richtungen geht. Ich beginne mit zwei Chorstücken, obwohl Chöre normalerweise nicht so meine Sache sind. Das Vorbild für mein erstes Chorstück war folgende Originalversion ohne Chor. Ayub Ogada war ein kenianischer Sänger und Nyatiti-Spieler, geboren in Mombasa und 2019 im Alter von 63 Jahren verstorben. Sein Lieblingsinstrument war die Nyatiti, eine 5- bis 8-seitige Laute, die nur vom Luo-Stamm im Westen des Landes und in Tansania und Uganda benutzt wird. Berühmt wurde Ayub unter anderem mit dem Lied Kotbiro, einer wunderschönen, ruhigen Aufnahme über die Ankunft des lang ersehnten Regens nach der Trockenzeit. Es wirkt geradezu magisch in seiner authentischen Ausstrahlung, aber da es auf einer einzigen kurzen Melodie beruht, die unverändert wiederholt wird, dachte ich, es sei nichts für jedermann. Ich habe aber meinen Entschluss geändert, als ich die Version von Wöhner hörte. Hier kommt eine gewaltige Drum mit wunderschön nachschwingendem Fell dazu. In einem kurzen Einwurf ertönen harzige Streicherklänge und vor allem kann natürlich ein so großer Chor durch die Verteilung auf diverse Einzelgruppen eine beeindruckende Dynamik und Farbigkeit erzeugen. Aber entscheiden Sie selbst, welche Version Ihnen besser zusagt. Jede hat ihre eigenen Reize. Und noch ein Chor. Moonlight ist ein Titel aus dem Videogame Red Dead Redemption. Ja, wirklich, aus einem Videogame. So tief bin ich gesunken. Als ich beim Recherchieren drüber stolperte, klickte ich die Musik erschrocken wieder weg, weil ich dachte, ich sei in einen bigotten Kirchenchor geraten. Gegen so etwas bin ich eigentlich allergisch. Aber trotz des kurzen Reinhörens säuselte das Auf und Ab der Chorstimmen noch im Ohr nach. Neugierig gemacht kehrte ich doch wieder zurück und bemerkte, nach immer noch andauernder anfänglicher Ablehnung, dass dieses Chorstück ohne jeden Text einen eigenartigen Zustand im Hörer auslösen kann. Ich dachte an eine Zeile des romantischen Schriftstellers Novalis, welche lautet: »Uns ward seltsam wohl mit ihm zumute.« Ja, genau das war es. Nach einiger Zeit wird einem seltsam wohl zumute, selbst wenn man es kitschig findet. Vor allem hat mich beeindruckt, wie transparent die Stimmen aufgenommen und präsentiert sind. Allein schon die psychische Erfahrung, in das so sorgfältig arrangierte Stimmengemisch einzutauchen, ist einen Hörversuch wert. Machen Sie ein Selbstexperiment und beobachten Sie sich, wie Sie reagieren. Wird Ihnen seltsam wohl oder unwohl? Da mich das Stichwort Kirchenchor nun schon mal in den Bereich des Sakralen gebracht hat, muss ich noch ein anderes Stück ansprechen, dessen Titel mir im Popmusikgeschäft etwas eigenartig vorkommt, aber auch hier wollte ich Ihnen die Erfahrung der feierlichen Stimmung nicht vorenthalten, welche die Solotrompete in Christo Redentor auslösen kann. Das ist eine Auskopplung aus dem Ein-Stunden-Projekt Galim, produziert mit dem Musikerteam Lemon and Soul. Das hebräische Wort Galim bedeutet Welle und das Album umfasst 8 Stücke.
welche alle um dieses Thema kreisen, und am Ende von Christo Redemptor hört man tatsächlich die Geräusche von fließendem Wasser. Der Gitarrist Mark Ribot mit seiner New Yorker Band Los Cubanos Postizos oder Prosthetic Cubans, was so viel bedeutet wie unechte Kubaner, spielt Kompositionen des Kubaners Arsenio Rodriguez. In seiner langen Karriere hat Ribot immer wieder einen besonderen Sound alleine durch die Auswahl seiner Gitarren, Verstärker und Pedale kreiert. Der Klang seiner Harmony H44 Stratotone über einen Fender Deluxe hat mich innerhalb weniger Takte völlig elektrisiert. Mir war, als hätte ich zum ersten Mal eine Elektrogitarre so richtig gehört. Ribot kann seinem Instrument völlig individuelle Effekte entlocken, sodass man ihm sofort andächtig zuhört. Faszinierend ist auch sein Timing, denn er versteht es, die Töne um Millisekunden zu verzögern, was seine Melodien buchstäblich in der Schwebe hält. Gänzlich hingerissen war ich, als sich nach den Einleitungstakten die Band dezent einblendete und sofort den typisch lateinamerikanischen Schleicherstil vorlegte, also diesen weichen, wie auf Gummisohlen dahingleitenden, schiebenden Tanzschritt. Da ist nichts zu bemerken von Prosthetic Cubans, von gefälschten Kubanern. Oft vermeinte ich, die Röhren im Fender-Verstärker glühen zu sehen, so schmelzend heiß und doch weich zerschnitten die Tonfolgen die atmosphärisch aufgeheizte Luft im Studio. Wir werden verschont vor überflüssigen Zumischungen, nur das trockene Klicken eines Holzblocks ist zu hören. Wenn Sie nicht genug von diesem Sound kriegen, probieren Sie unbedingt auch noch Esclavo Triste von derselben CD. Und nochmal ein sogenanntes Projekt wie Lemon and Soul, also keine feste Formation, sondern eine zielgerichtet zusammengestellte Gruppe zur Realisierung einer außergewöhnlichen Idee. Initiator war der brasilianische Perkussionist Silvano Michelino, der zeigen wollte, was Vokalisten aus aller Welt, unterstützt von einer heißen Rhythmusgruppe, zu leisten vermögen. Das Ergebnis war die CD Boca de Tambor, wörtlich übersetzt der Mund der Trommel. Meine Nummer 1 auf dieser Scheibe ist A Pittima, gesungen von Maria Laura Baccarini mit einem tollen Rhythmusgefühl, unterstützt von Händeklatschen und zurückhaltender Percussion von Silvano Michelino. Cosa che posso fare se non vuoi braccia per far mai na, se in fondo ai braccia non go in mano, tu massacron. Umwerfend fand ich das Wiederhören mit Joplins Komposition Mercedes-Benz. Während ich bei den ersten Takten noch enttäuscht war, weil ich Janis Gebet im Ohr hatte, wurde ich immer mehr in die packende Perkussion und in den wilden Vortrag von Lena Woods hineingezogen. Wer das Thema ein bisschen näher kennenlernen möchte, kann gerne selbst in Boca de Tambor weiterstöbern. Weil es so schön war, bleiben wir doch gleich in der musikalischen Gegend mit dem Ecuadorianer Joaquín Cornejo, einem jungen DJ und Producer. In seinem Stück La Voz de la Nostalgia finden wir Elemente aus den vorherigen Titeln. Die sakral anmutende, durch Dubbing zum Chor verstärkte Stimme von Wabi Sabi alias Anna Bailey, elegant fließende Percussion und ein bisschen Synthesizer-Klang zur Bereicherung dazu. Das Stück ist zu finden auf dem Sampler The Doggone Orchestra. Das war zeitgenössische Hi-Fi-Unterhaltungsmusik. Sehr hübsch, aber ich denke, in 500 Jahren wird niemand mehr davon sprechen und
in 50 Jahren wahrscheinlich auch nicht mehr. Deshalb möchte ich Ihnen etwas Traditionelles, etwas Sephardisches mit beeindruckender kulturgeschichtlicher Standfestigkeit daneben stellen. Wir bleiben also im spanischen Sprachraum und falls Sie sie noch nicht kennen, möchte ich Ihnen die 1999 geborene spanische Sängerin und Posaunistin Rita Bayes vorstellen, mit ihrer Version einer anonymen Komposition aus dem 15. Jahrhundert, die es in unzähligen Interpretationen gibt, hier sogar verjazzt. Die spezifische Neuerung von Rita Bayes liegt darin, dass wagemutig die historische Melodie anachronistisch mit ihrer Zugposaune spielt. Ich bin beim ersten Mal ganz schön erschrocken. Die vertrauten spanischen Flamenco-Klänge und das Zapateado, das polyrhythmische Stampfen mit Absatz und Schuhsohle auf dem hölzernen Tanzboden, in Verbindung mit diesem Blasinstrument zu hören. Aber das ist nun mal der individuelle Ausdruckswille einer zeitgenössischen spanischen Sängerin und Posaunistin und fügt ein neues Mosaiksteinchen in die Geschichte dieses Liedes ein. Sein Titel lautet ¿Por qué lloras, Blanca Niña? Warum weinst du, unschuldiges Mädchen? Hier hören Sie die Studioversion von 2019 und ich möchte Ihnen als Dreingabe noch diese Live-Aufnahme empfehlen, denn es ist irgendwie auch ein Augenschmaus, wie die Künstlerin, begleitet von Elisabeth Roma, ihrer eigenen Mutter an der spanischen Gitarre, wie es selbstverständlich zwischen Posauneblasen und Singen wechselt, auch wenn ihre Intonation bei diesem Konzert vor 6 Jahren in Paris im zweiten Teil nicht immer ganz sauber war. Die volle wehmütige Schönheit des traurigen Liedes erschließt sich allerdings erst durch so manche andere Interpretation, insbesondere durch diesen Live-Mitschnitt von 2024, den Sie auch auf Spotify oder Tidal in natürlich besserer Tonqualität finden, obgleich die Aufnahme leider nicht optimal gelungen ist. Die Stereobasis ist für ein 8-köpfiges Ensemble zu eng und die Räumlichkeit wirkt arg gepresst. Wirklich betörend ist aber auf jeden Fall der eindringliche Duettgesang der Brasilianerin Patricia Cruz und der Spanierin Irene Arévalo Catalán. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Tschüss.